Es ist Zeit, dieser Wand Leben einzuhauchen. Und et voilà, das immer. Ich will weinen. Okay, ich weine. Oh! Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl bei der Sache. Dann können wir das alles wieder abbauen. Heute ist das Thema, wir haben eine sehr kahle Wand. Deswegen möchte ich heute mal zusehen, ob wir da nicht mit vielleicht wenig Geld etwas Deko reinbringen können und etwas Erfrischendes. Ist auch sehr groß. Im Wohnzimmer wollte ich einen gezielt etwas zusammengewürfelten Eindruck haben. Nun gibt es grundsätzlich fast nichts, was ich nicht online bestellen würde, aber ich finde es in Online-Marktplätzen schwierig, zufällig über etwas zu stolpern und sich inspirieren zu lassen. Das gelingt dann doch besser offline. Aber haben wir ein großes Bild dafür? Noch nicht. Bilderrahmen, denke ich, sind abgehakt. Ja. Ich finde die Mikrowelle sehr süß. Mhm. Was ich auch spannend finde, sind so diese Wandregale, Wandaufhängungen. Ja? Das ist ja auch eine geile Garderobe. Das ist doch auch geil retro. Finde ich total schön. Nur 3 €, ein Schnapper. Also ich würde ein paar von denen kaufen und damit die Wände voll hängen. Und dann haben wir so Retro-Feeling, richtig cool. Ja? So, das ist eine Sache. Ja, die finde ich jetzt nicht so schön. Da gibt es einen Kronleuchter da unten. Siehst du? Guck mal da unten. Das ist ein komischer Kronleuchter, so halb modern, halb historisch. Aber insgesamt schon uninteressant, die Lampen. Also wir haben alle Wandregalbretter mitgenommen, die wir in diesem Laden gefunden haben und alle Retro-Bilderrahmen und jetzt ist die Kiste eigentlich voll. Und ich denke, damit kann man gut anfangen, im Wohnzimmer mit diesen 3 Regalen irgendwie was auszustatten. Sie mal so anbringen, mal andersrum. Ja, aber ich komme nicht umhin festzustellen, dass dort ein wunderschöner Sessel steht. Und obwohl der nicht in mein Konzept passt, möchte ich ihn wirklich gerne kaufen. Er passt nicht so insgesamt in das Raumkonzept, wie ich es bisher envisioned habe. Weil du siehst ja, der ist wirklich abgenutzt und gebraucht, ne? Aber irgendwie lässt es mich nicht los. Den hätte ich schon ganz gerne. Tja, und für nur 85 € auch ein echter Schnapper. Und ich hatte für den darauffolgenden Dienstag einen Sprinter gemietet. Schwierig, schwierig. Komm, es wird noch mehr alte Sessel geben. Ich kann es mir jederzeit überlegen. Ne? Ich kann auch in einem Monat noch alte Sessel kaufen. Ne? Die muss ich nicht jetzt entscheiden. Es wird noch mehr alte Sessel geben, die geil aussehen. Wir kaufen heute nichts. Okay, sicher? Ja. Ich denke bis heute noch zurück an den schönen Sessel für nur 85 €. Um dem Wohnzimmer unseren ganz eigenen Charakter einzuhauchen, brauchen wir natürlich unsere eigenen Bilder in den Bilderrahmen. Nun sind meine Handybilder weder in dem Format noch in der richtigen Auflösung für die ganzen Bilderrahmen, aber da habe ich mir eine Kleinigkeit einfallen lassen. Und zwar erstelle ich mir dafür zunächst einen Canvas in der richtigen Größe, wie das Bild später auch sein soll, also zum Beispiel 40 x 30 cm. Dann suche ich mir das passende Handybild heraus, das ich in diesem Bilderrahmen tun möchte. Und zwar dieses hier, wo ich einen kleinen Werbeclip für meinen Arbeitgeber mache. Ich finde, das zeigt mich in einer tollen dynamischen Szene, auch in einem sehr natürlichen Umfeld. Nun fehlt allerdings etwas, um den Bilderrahmen auszufüllen. Was ich also mache, ich selektiere unten den Rand, der zu füllen ist, und setze die neue Photoshop-KI dafür ein, um die fehlenden Bildinformationen zu ergänzen. Danach verbinde ich die ganzen Ebenen, damit ich sie gleichzeitig bearbeiten kann, und öffne den Photoshop Camera Raw Filter. Da dieses Bild in Schwarz-Weiß sein soll, ziehe ich zunächst einmal die Sättigung komplett runter. Es gibt natürlich auch andere Wege, um diesen Effekt zu erreichen, aber das ist jetzt meiner. Aber dann habe ich noch das Problem, dass natürlich Bildinformationen fehlen. Und das werde ich auch nicht ganz ändern können, aber was ich tun kann ist, ich kann dadurch, dass ich digitales Bildrauschen in das Bild einfüge, so tun, als wären dort Details gewesen, aber das Bild ist einfach sehr verrauscht und in Bewegung. Und et voilà! Natürlich ist es nicht perfekt, aber wenn man nicht so genau hinschaut, sollte das ausreichen.
Um die Bilderrahmen und Garderoben aus dem Gebrauchtwarenhandel um weiteren zufälligen Krimskrams zu ergänzen, suchten wir die Nummer 1 Adresse für organisiertes, wahlloses Durcheinander auf. Hier, nach sowas habe ich gesucht. Oh ja. Dann ist das ein geiler Ablageteller. Der ist schon schick. Ja, was kostet der? 9,99 €. Aber irgendwie ist der schon cool, ne? Mitnehmen? Hier gibt es eine Ameise, die ist aber sehr teuer. Hier gibt es Lampenschirme ohne Lampen. Und hier gibt es Lampenschirme mit Lampen. Aber die sind alle sehr hässlich. Oh, guck mal, eine Minecraft-Lampe. Natürlich waren die für die Wohnzimmerdekoration nützlichen Gegenstände am Ende in der Unterzahl, aber man muss die Chancen wahrnehmen, wenn sie einem geboten werden. Die Bilder sind da. Die schauen wir uns jetzt einmal an, tun sie in die Bilderrahmen und dann stellen wir sie mal der Tuyet vor und gucken, was die sagt. Hey, nicht schlecht. Was sagst du, Tommy? Ist gut? Die ersten 2 Bilderrahmen ließen sich leicht bewältigen, aber beim dritten schon passte das Poster nicht ganz. Beziehungsweise der Bilderrahmen drückte nicht fest genug an. Übrigens hatte original jeder dieser Bilderrahmen einen anderen Verschlussmechanismus, was die Spannung aufrechterhielt. Also Bild zurechtgeknickt, rückwärtige Klammern wieder in den Rahmen gepresst, fertig. Ich glaube, das Bild wollen Sie zuerst sehen. Okay, dann das Bild. Oh! Wow, sehr schön. Und was ist hier? Kann man... Das ist das Preisschild, das musst du noch abmachen. Ich habe dafür nicht genug Geduld. Nächste. Das ist mein persönliches Highlight. Wirklich? Wow! Oh mein Gott! Ja! Yeah! Ich will weinen. Oh Mann. Das erste Mal, dass ich wirklich ein großes Bild für mich habe. Oh. Das ist ein schönes Bild. Oh, wirklich. Oh. Okay, ich weine. Die wuchtige emotionale Reaktion von Tuyet hatte mich ein bisschen ins Grübeln gebracht dann. Aber ja, hier in Deutschland ist es ganz normal, dass das Leben von Tag 1 an durchgängig per Foto oder Video dokumentiert wird. Seit Generationen schon. Aber das erste Foto, das von Tuyet entstanden ist, war, als sie 14 war und ein Selfie gemacht hat. Ihr ganzes Leben davor ist undokumentiert. Das Leben ihrer Eltern, ihrer Geschwister, ihrer Generationen davor gibt es alles nicht auf Foto oder Video. Das ist schon relativ verrückt, darüber nachzudenken. Da hatte ich in dem Moment auch so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil die ersten Bilder, die wir gerahmt irgendwo an die Wand gehangen hatten in der alten Wohnung, waren Bilder von meinem Balkongarten und nicht von uns. Und da werde ich mir in Zukunft auch auf keinen Fall irgendeine Gelegenheit entgehen lassen, mehr von ihr, mehr von uns, fotodokumentarisch wenigstens zu hinterlegen. Hey, ich habe ein Bild. Du hast kein Bild. Aber auf jeden Fall war das Konzept, denke ich, damit abgesegnet und wir konnten der kahlen Wand an den Kragen gehen. Es ist Zeit, dieser Wand Leben einzuhauchen. Wir waren im Secondhand-Laden, wir waren bei TK Maxx, wir waren auf Amazon.com. Und all diese Sachen bringen wir jetzt zusammen, um hier so richtig die Wand voll zu kleistern. Strategisch denke ich als erstes die Regale, so wie es gerade wäre. Dreh den Stift noch ein bisschen mehr, genau, dass wir wirklich was anzeichnen. Das ging wieder sehr leicht, aber wie meine Handwerkerfreunde gesagt haben, es gibt nichts, was ein gut platzierter Dübel nicht aushält. Sehr schön. Genau, perfekt. Ja. Nice. Nice. 20. Hier? Ja. So. Oh, das ist aber ein dicker Dübel.
Tut mir übrigens echt weh, Löcher in meine Tapete zu bohren. Meine gute, teure Tapete. Ja, schon. Nee. Wo ist denn das immer? Moment. Nee, überhaupt nicht gerade. Aber haben wir einen Fehler gemacht beim Messen? Nein. Hä? Eure Schrauben sind nicht gerade. Jetzt, das sieht doch gerade aus. Hier ein Punkt. Als nächstes würde ich sagen, bringen wir mal ein paar Pflanzen unter. Schon sehr klein für die Pflanze. Na, jetzt dreh dich doch nicht. Da bei einem unserer Bilderrahmen eine Glasscheibe gefehlt hat, habe ich bei Obi den günstigsten gekauft, den ich finden konnte. Oh Mann, jetzt geht das wieder los. So. Ja, perfekt. Ja. Wasserwaage bestätigt es, ist gerade. So. Vielleicht tauschen wir mal. So, muss ich noch was machen? Nee, ist es drin? Hält's? Einfach so. Gut, und jetzt hängen wir noch Miezekatze auf. So. Alles da, würde ich sagen. Geil. Und da war er, dieser Moment. Nach monatelanger harter Arbeit und Investition hatten wir es endlich geschafft. Ein Zimmer war fertig, es war schön, es war wohnlich, es war unser Zimmer. Wir haben einen Abdruck hinterlassen. Doch das Schicksal meinte es nicht gut mit uns, denn als bald wir das Wohnzimmer fertig dekoriert hatten, erreichte mich eine bestürzende Nachricht. Meine Vermieterin ist gestorben. Jetzt, es ist noch unklar, was mit dem Haus passiert, aber der Gedankengang liegt recht nahe, dass es verkauft wird. Und dann können wir das alles wieder abbauen, was richtig schade wäre. Ja. Und es wird sich in den nächsten Wochen zeigen, was mit dem Haus geschieht. Aber ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl bei der Sache.